Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Technologien nützen, um unseren Alltag zu erleichtern, das Personal zu unterstützen, gerade wo die Pflegebedürftigkeit ja immer höher wird in unseren Häusern, was unser Personal natürlich sehr fordert. Und von dem her ist wirklich an der Zeit, dass man solche Technologien einsetzt. Ich muss sagen, bisher kommen sehr viele positive Rückmeldungen nach dieser Einführungsphase. Weil es uns einfach in erster Linie unsere Arbeitskräfte, die Arbeit ein bisschen erleichtert, aber natürlich auch den Bewohnern eine ganz neue Sicherheit vermittelt. Die Sturzfolgen haben wir weniger gehabt und generell Sturzrisiken sind einfach reduziert worden. Weil einfach, wenn was ist, schlägt das Cogwis an. Und somit hat sich das dann sehr gut in unserem Alltag integrieren lassen. Ja, wir sind gut vernetzt, alle Sozialhilfeverbände in Oberösterreich, und da hat es durchaus einzelne Kolleginnen und Kollegen gegeben, die Cogwis AI bereits probiert haben. Da sind wir neugierig geworden, und natürlich haben wir auch mit den knappen Ressourcen, mit dem knappen Pflegepersonal gut zu haushalten, zu motivieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das sind die Pflegemaßnahmen, aber auch vor allem die Beziehungen. Ich hoffe, dass es die Mitarbeiter entlastet, vor allem in der Nacht, dass es auch für die Bewohnerinnen und Bewohner spürbar wird, dass sie nicht übergepflegt werden, wo es nicht notwendig ist, sie zu bewegen oder im Schlaf zu stören, dass sie sich aus eigenem gut bewegen. Das kann man alles durchaus, denke ich, verbessern mit Cogwis AI. Von den Bewohnern ist er auch sehr gut angenommen worden, glücklicherweise. Es war anfangs mit Bedenken behaftet. Wir haben es auch seitens der Firma immer gekennzeichnet, die Zimmer, wo die Sensoren dann aktiv gestellt sind. Die Bewohner merken sie kaum. Ja. Es geht sogar so weit, dass auch Bewohner mittlerweile über mehr Sicherheit darüber sprechen. Die Ankaufssituation war glücklicherweise seitens unseres Trägers gut unterstützt. Wir haben mittlerweile 40 Systeme im Einsatz, die kaum irgendwo einmal eine Lagerhaltung wahrnehmen, sondern sie sind wirklich gezielt im Einsatz und werden auch immer alle verwendet. Ja. Ich bin sehr zufrieden damit. Wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, Bewohner dadurch mehr Freiheiten haben, mehr Selbstständigkeit wieder erlangen, die Mitarbeiter es gut finden, weil das ist immer das Wichtigste, dass auch die Mitarbeiter mitgehen in so einem Prozess. Es war eine gute Entscheidung. Wir sind sehr zufrieden damit. Von Digitalisierung verspreche ich mir sehr viel. In der Pflege und Betreuung handelt es sich um eine Welt der Dienstleistung. In einer Gesellschaft, wo immer die Menschen älter werden, wo immer mehr Verantwortung durch Verrechtlichung aller Bereiche gegeben ist, ist es wichtig, die wichtigste Ressource, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, freizuspielen für die menschlichen Beziehungen, alle Prozesse, alle Dokumentationsverpflichtungen möglichst digital und einfach abwickeln zu können. 2 Systeme angeschaut. Ein System war uns von der Datensicherheit nicht unbedingt zugesagt, weil da diese Filme als normaler Film auf die Cloud hochgeladen worden sind und dann in der Cloud erst verpixelt worden sind. Dann haben wir sich aufgrund der schematischen Darstellungen vom Cogwis-System eben für dieses System entschlossen. Effizienter in dem Sinn einfach in der Nacht, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Punkt, weil du in der Nacht einfach nicht so viel Pflegepersonal zur Verfügung hast. Du gut schauen kannst mit diesem System. Es schlägt an, zum Beispiel bei der Abwesenheit, und ich weiß, okay, der Bewohner hat gerade das Zimmer verlassen, ich kann sofort reagieren. Das war vorher oft nicht möglich. Also der Nutzen ist auf alle Fälle ganz groß und der ist da. Wir sind gefordert, die Rahmenbedingungen für unsere Pflegemitarbeiterinnen und Pflegemitarbeiter zu verbessern. Und da sehe ich schon solche Maßnahmen als ganz wichtig. Und der Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewohner, glaube ich, steht außer Frage.